WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Oban Little Bay. Mensch, wenn das nicht ein Redundanz wäre. Oben ist gälisch und bedeutet kleine Bucht, also kleine Bucht bedeutet Little Bay, also von daher sind eine doppelt gemoppelt, aber das ist alles gut. Also Little Bay von Oban, Whisky Base Nummer 81079. 43%, kostet ungefähr 45 Euro. Und das wurde entwickelt hier von der Master Distiller Dr. Matthew Crow. Also auch ein Name, den ich bisher bei all meinen Whisky-Recherchen selten oder gar nicht gehört habe. Die Flasche ist gänzlich neu, habe ich gar nicht gewusst. Das ist eine interessante Entwicklung hier. So, habe ich irgendwann mal gekauft und jetzt mache ich den hier live für euch auf. Aber das ist schon meine zweite Flasche übrigens. Ach, ich hasse das, wenn das Ding hier abbricht. Also das ist schon etwas, was mich nervt, aber kriegen wir irgendwie trotzdem hin, sonst greifen wir zu Gewalt. So, Messer ist in der Hand. So, das Besondere sind die kleinen Fässern und das Besondere sind die No-Age-Statements, die jetzt hier diese Art Whiskys mit sich bringen zurzeit. So, naja, ein bisschen und Kunstkorken, naja, warum nicht? Ich habe schon mal gekostet, das ist schon ein bisschen länger her. Und das werde ich heute nochmal hier tun. Little Bay gegenüber den Oban 14-Jährigen. Natürlich, ich vergleiche, nicht wahr? Also, welche ist besser? Wir reden hier von 43 Euro, 14 Jahre alt, wir reden von 45 Euro. So, das Besondere ist, die haben natürlich die ganze gleiche Ex-Sherry-Fässern, das sind auch europäische Ex-Sherry-Fässern, das sind auch Refill US-Fässern, das sind auch Ex-Bourbon-Fässern. Und die wurden vermehlt in kleine Virgin Oak Fässern. Das ist schon besonders. Also ob das Quarter Casks sind, das ist das, was Horst vermutete von whisky.de. Wie klein wird nicht unbedingt hier laut verraten, aber die haben ein kleines Problemchen gehabt, dass man nicht unbedingt so viel destillieren konnte, wie man braucht. Die mussten was Neues auf den Markt schmeißen, schnell eben. Und da haben sie einfach gesagt, Mensch, wir machen ein Little Bay. Denn Oban hatte bisher, genau wie Kleine, praktisch nur eine einzige Abfüllung. Natürlich, man möchte sich breiter aufstellen, man möchte auch ein anderes Produkt da haben. Und deshalb Differenzierung und Produkterweiterung, und das ist eine ganz wichtige Sache. So, was steht alles hier drauf? Ja, steht ganz groß natürlich darauf, 1794 gegründet. Da hat Hugh und John Stevenson damals diese Distillery gegründet. Da war praktisch nichts. Ja, also ein Hafen, aber diesen Hafen war nicht unbedingt eine Stadt. Und um diese Distillery herum hat sich diese Stadt entwickelt, oben. Und wer jetzt hier zu der Insel rüber geht, ob das dann Isle ist oder ob das dann Sky ist oder sonst irgendwo auf diese sogenannten Hybriden, der kommt meistens durch Oban hindurch. So, für mich der wichtigste Moment in der Geschichte von Oban war es dann 1898, wo Alexander Edward von der Besitzer vom Altmore Distillery kaufte jetzt hier tatsächlich Oban Distillery und tat es in der sogenannten Konzern Doers and Son, aus dem später dann Scottish Malt Distillers, aus dem später auch Diageo wurde. So, das ist hier nicht sehr, sehr alt. Ich möchte einfach mit einem vergleichen und sehen, was dann hier bei mir rüberspringt. So, meine Nase. Jetzt weiß ich, was ich in der Nase habe. Okay, in der Nase erst einmal weicher, karamelliger, ein bisschen mehr dunkle Früchte. Hier kam dieser Virgin Oak Moment, diese vanillige, junge, neue Fässern super toll durch. Also ich glaube durch Diensten und ich glaube durch Ben Riach. Beide Abfüllungen haben mich dazu beigebracht, wie auf Scotch ein Virgin Oak Finish schmeckt. Also der schmeckt anders als beim Bourbon. Also der Grunddestillat von Bourbon ist sowieso anders. Also ich mache ein kleines Exkurs, konnte gerne in 1 Minute überspringen und wieder zurückkommen.
In Scotch-Herstellung wird der ganze Maische, also diese Getreide, der vorher gemaischt wurde und gemälzt wurde und dann gemaischt wurde, in Wasser aufgelöst wurde und so weiter. Der Wasser wird rausgezogen und dort kommt der in den Kupferbrennblase. In Amerika hat man ein großes Bier-Still. Es ist kein richtiger Coffee-Still, der ist schon ein bisschen anders aufgebaut, um ganz ehrlich zu sein. Und da wird der gesamte Maische reingeschmissen. Ja, also Feststoffe und Flüssigkeit zusammen. Die ganzen Feststoffe fallen runter, werden rausgenommen, die ganze Flüssigkeit, auch besonders Alkohol, verdünstet und geht rüber und so weiter. Und durch die verschiedenen Platten kommt das irgendwann dann an. Und dadurch, weil man ein ganz anderes Herstellungsprozess hat, wirkt sich auch dieser Virgin Oak auf einen Bourbon ganz anders, auf eine eher, und ich sage einfach mit meinen Worten, eine delikatere Scotch Whisky. Ja, und das ist schon, wo hier diese Virgin Oak extrem für mich in diesem Moment wahrnehmbar ist. Es ist nicht überwältigend, aber es ist etwas, wo ich sage, oh, guck mal, der ist da. Und der 14er ist weicher und schöner und runder und wachsiger und öliger. All das bekomme ich einfach nur durch einmal Riechen an der Nase. Und hier sind auch irgendwelche Noten. Ich weiß, das erste Mal, wo ich die beiden verkostet habe, da war fast ungefähr 2 Jahre her. Das ist auch schon meine zweite, glaube ich, Oban 14 Flasche. Hat mir das hier besser geschmeckt. Nun, heute ist mein Palate, mein Geschmacksnerven ein bisschen mehr trainierter, ein bisschen anders aufgestellt. Ich neige jetzt in der Nase zu sagen, der 14. ist besser. Aber lass uns probieren. Probieren geht über Studieren. Das Lunche. Mhm. 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 Ja. Ich weiß, warum mir das damals besser geschmeckt hatte als das. Durch diese Virgin Oak kommt ein bisschen mehr dieser vanillige Bourbon-Moment. Did I say Virgin Oak, nicht Bourbon Oak. Virgin Oak kommt dieser vanillige Moment ein bisschen stärker durch. Und jetzt, wenn ich hier rüber gehe, einen Moment. Ich habe einmal Watertime, Wasserzeit gemacht und jemand gesagt, Jason, lass das. Also. Mhm. Mhm. Weicher, sanftiger, aber da ist immer noch ein Hauch auf dem Rauch am Ende, was ich hier gar nicht gekriegt habe. 2 ppm, ja, also möglicherweise 3 ppm, aber wirklich nicht die Rede wert hier, ja, also sage ich, WhiskyJason sagt nicht die Rede wert, also das muss man echt über die Zunge gehen lassen. Nochmal zurück zu Little Oban und da kommen ein paar Tropfen Wasser rein, ich glaube, ich muss sogar tatsächlich nachschenken. Ganz leichte, auch denn da noch weniger Rauch als hier bei dem normalen 14er. Ja, also, ich weiß noch sogar, das erste Mal, wo ich den hatte, war auf eine, wir haben hier in Kreis Steinburg, das ist ganz oben im Norden, das ist bei zu hoch hier, oder habe ich ein bisschen zu viel Wasser reingetan, bei der Volkshochschule haben wir Whisky-Abende. Also wir bezahlen wirklich 20 Euro, kriegen 5 oder 6 Whisky serviert, wirklich zu Selbstkostenpreis. Holger macht das so toll und ich habe so viel von ihm gelernt. Ja, was soll ich sagen hier? Wir haben den gehabt. Und ich weiß noch, wie ich es geschmeckt habe und sagte, oh ja, der oben, lecker, lecker, lecker. Und dann kam ich auch nach Hause und ich habe den probiert und gesagt, der war besser da. Ja, also das ist wirklich das Problem, dass da vor Ort, also bei einem Whisky-Tasting, schmecken Whiskys manchmal besser als zu Hause. Einfach diese berühmte Atmosphäre. So, ein bisschen Wasser rein. Oh ja, der Rauch kommt dadurch wesentlich mehr zum Vorschein.
Ich weiß, dass ich dazu tendiere jetzt schon. Hm. Mhm. Hm. Bisschen mehr Honig, viel mehr Vanille, ein bisschen Bienenwachs, ein kleines, ganz kleines bisschen eine überreife Mango da hinten. Und da ist schon sehr viel von den vanilligen Fassmoment. Hm. Also wirklich mit ein bisschen Wasser dazu, der hat sich gut entwickelt. Der ist sehr, sehr schön. Weicher, älter, bisschen mehr von einer Limette-Zitrone-Moment. Das Zitrus kommt hier mehr durch. Eindeutig besser für mich heute. Also ich habe das in meinem Verkostungsvideo ein 2 gegeben. Deshalb werde ich das hier ein 2 minus geben. Absolut okay. Nun, ist der 2 Euro circa teurer, besser als der 14 Jahre alt? Nein. Ist der ein kleines bisschen schon anders im Profil wie auch in der Stilgruppe? Ich würde sagen, ja. Also auch wenn du die Dosen hier anschaust. Also der 14 ist so schwach geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt sehen könnt hier. Also das ist da ist ein 14 genau zu sehen. Ich wäre nicht erstaunt, wenn eines Tages diese 14 verschwindet. Ja, also und deshalb hat man auch den Oban Little Bay und ich könnte mir vorstellen, dass durch unser Whisky-Boom, jetzt spekuliere ich und prophezeie ein bisschen, dass dieses Ding, habe ich keine Gerüchte gehört bisher, dass dieses Ding ein bisschen seltener zu finden wäre und für 2, 3 Jahre würde dieses Ding ein bisschen öfter zu finden sein, bis man genug Fässer wieder hatte für diese 14 Jahre. Denn dieser Whisky-Boom, auch durch den Hype in Europa, viele Leute trinken Whisky, die vorher nicht getrunken haben, aber auch in Amerika trinken mehr Leute und natürlich Asien. Ja, also dieser Markt von 3, etwas Milliarden Leute, das können wir uns nicht vorstellen, was es bedeutet, denn containerweise da der Whisky wegzuschicken und das nicht mehr für die normalen Märkten hier zu haben, wie Deutschland, wie Schottland, wie Österreich oder Frankreich oder Italien oder USA. Ja? Also USA hat nur 300 etwas Millionen und 10-fach so viele Leute sind da praktisch in Indien und in China zusammen, die da bedient werden wollen. Ja? Also stell mal vor, du hast einen Markt, der 10-fache der Größe wäre von den Vereinigten Staaten, der selbst 4-fach so groß ist wie Deutschland. Wow. Also, ich habe genug gesabbelt. Meine Frage des Tages ist, was ist euer Lieblings-Scotch mit einem No-Age-Statement? Welche Scotch Single Malt Scotch Whisky gefällt euch am besten ohne Altersangaben? Ein No-Age-Statement. Und ich muss ganz ehrlich überlegen, denn ich weiß es noch niemals, was mir am besten gefällt hier. Also ich weiß vielleicht welche Blend, das wäre natürlich irgendwie Richtung Compass Box mit vielleicht ein Spice Tree oder so weiter. Aber welche No-Age-Statement gefällt mir am besten, kann ich in diesem Moment gar nicht behaupten. Also ich bin jetzt hier von meiner eigenen Frage ein bisschen überrascht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin überall bei meine Flaschen jetzt hier anschauen. Welches Scotch, der kein Altersangaben trägt, schmeckt mir am besten? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht habt ihr eine Ahnung. Schreibt's einfach hin. So, oder schreibt einfach hin. No-Age-Statements sind Kacke. Könnt ihr auch gerne schreiben. Ja, von mir aus. Wobei ich habe gerade jetzt hier in den letzten paar Tagen gelesen, da gibt es so einen Bericht über die Entwicklungen. Die nehmen insgesamt 3 verschiedene Auktionen durch, wo ich aber der Scotch Whisky Auction, der Whisky Auctioneer und irgendwie Whisky, weil keine Ahnung, das sind die 3 Plattforms, die sie auswerten.
Und dann schauen Sie tatsächlich, dass die No-Age-Statements früher absolut nicht gehandelt wurde auf dieser Plattform sind. Jetzt nehmen die fast 17% von alle Flaschen, Scotch Whisky Flaschen, die ausgetauscht werden durch ein Auktionshaus, tatsächlich einen Platz ein. Und das hat mich wirklich riesig überrascht, dass so viele Flaschen dadurch tatsächlich hier das machen. So, ihr könnt auch schreiben, ich glaube Supernova war es zum Beispiel von Artbeck, war eine No-Age-Statement. Es gibt so viele andere No-Age-Statements da draußen, also nicht alle sind schlecht. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Oben 14 gefällt mir am besten. Ich weiß immer noch, der Cleanish 14 gefällt mir sogar noch besser. Haha, wollte ich einfach mal zeigen. Aber danach kommt der Oban Little Bay, der ist die Sache wert, sage ich mal. Preis-Leistung, glaube ich, habe ich ein 3 gegeben, falls ich noch nicht gesagt habe. So, bitte, bitte liken, bitte, bitte abonnieren, bitte, bitte auf meine Sample-Liste schauen und auch den Amazon irgendwas anderes machen. Und dann, wer noch nicht mein Livestream am Sonntagabends um 21 Uhr gesehen hat, soll das bitte mal vormerken. Das ist immer ein Highlight. Okay, tschüss, bis morgen 17:30 Uhr hier, wenn es nicht ein Samstag ist, wo das veröffentlicht wurde. Montags bis Samstag 17:30 Uhr, Sonntag 21 Uhr. Bye, bye.